Hallo und herzlich willkommen bei Exotenzucht Haag at Home und on Tour. Wie ihr an meinem Outfit und an der Geräuschkulisse erkennen könnt, sind wir on Tour. Und zwar sind wir heute mal wieder in Thailand unterwegs. Eigentlich heute Abend tatsächlich, um nach Schlangen zu suchen. Aber jetzt haben wir hier gerade was super Interessantes entdeckt. Wir haben hier gerade einen großen Bambus nach Schlangen abgesucht. Und was sehe ich da? In einer kleinen Bambusspalte, in einem Loch von einer Bambusröhre sitzt eine Vogelspinne. Jetzt denkt man natürlich hier sofort an Taxinus bambus. Wir sind aber hier in einem ganz anderen Gebiet, eher im südlichen Thailand unterwegs. Also das scheidet eigentlich aus, aber nichtsdestotrotz ist es offensichtlich eine baumbewohnende Spinne. Ich habe sie jetzt noch nicht ganz entdecken können. Ich tippe mal, es ist eine Omotymus-Art. Aber die schauen wir uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen näher an und werden natürlich nachher auch versuchen, das Tier einmal hier rauszukriegen. Also jetzt schalte ich mal einmal meine Kopflampe hier ein. So. Und jetzt seht ihr hier, ich gehe mal mit dem Zoom drauf, da sitzt das gute Tier. Ich weiß jetzt also echt momentan nicht, ob das ein Zufall ist, dass das Tier hier in dem Bambus bewohnt oder ob das einfach auch hier in dem Verbreitungsgebiet mehr oder weniger die Art drauf spezialisiert ist. So, ich zeige euch jetzt erstmal hier nochmal eine Nahaufnahme von dem Bambusstamm, wo das Tier drin sitzt. Also Bambus hat ja klassischerweise hier diese Kammern, die immer von einem Ring zum nächsten gehen. Also in dem Fall von hier bis hier oben. Hier ist das Eingangsloch, aber der Stamm ist eigentlich hier auf einer Länge von, ja, ich würde sagen 20, 25 cm aufgeschlitzt. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das Tier im Prinzip hier oben den Eingang freigelassen hat und den anderen oder den restlichen Schlitz praktisch hier mit Spinnseide nach unten hin verschlossen hat. Ich gehe mal noch mal ein bisschen näher drauf, da sieht man jetzt oben der Eingang und dann hier den Schlitz nach unten hin verschlossen. Also auf Grundlage dessen, wie so ein Bambus einfach hier gestaltet ist, sollte es kein Problem sein, das Tier nachher rauszubekommen, aber ich versuche es jetzt erstmal auf die einfache Art, das Tier wirklich nochmal rauszulocken, und wenn das nicht funktionieren sollte, dann wäre ich nachher einmal so frei, den Schlitz hier ein bisschen zu öffnen und so zu versuchen, das Tier nach draußen zu bewegen. Okay, das Rauslocken hat leider nicht funktioniert, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen innovativ sein, da ich leider zu klein bin. Hier meine Spezialverlängerung, aufgeschnittene Wasserflasche am Schlangenhaken. Und der Plan ist jetzt, dass ich das jetzt da oben so dran halte und idealerweise das Tier jetzt da irgendwie dazu bringen kann, da reinzulaufen in meine Konstruktion. Und jetzt fällt sie mir entweder gleich auf die Hand oder er geht hoffentlich in die andere Richtung. Also hier haben wir sie jetzt auf jeden Fall drin. Und jetzt kann ich das einmal hier aufmachen und ein bisschen reinpusten oder mit der Pinzette ein bisschen nachhelfen. So, und da kommt sie jetzt raus, die schöne. Jawohl, super. Also, es handelt sich definitiv um eine Omotymus-Art. So viel ist sicher, wage ich jetzt schon mal zu behaupten. Ich kann allerdings gerade nicht sagen, was für eine. Vielleicht was Unbestimmtes. An eine Neuentdeckung wage ich jetzt mal nicht zu glauben, aber auf jeden Fall super interessant, dass wir hier tatsächlich in Thailand eine bambusbewohnende Omotymus-Art gefunden haben. Also wir haben uns jetzt doch entschlossen, das Tier hier nochmal stilecht auf so einen Bambusstamm zu setzen. Da haben wir jetzt auch ein paar schöne Nahaufnahmen. Das Tier ist super schön. Ganz kontrastreiche Abdominalzeichnung, schöne länglich-rote Behaarung auf den Beinen, wie ihr nachher dann sehen könnt, denke ich in der Nahaufnahme noch besser oder jetzt möglicherweise gerade. Frisch gehäutetes Tier offensichtlich.
steht gut im Futter, könnte auch tatsächlich trächtig sein. Auf jeden Fall echt eine super, super interessante Entdeckung, die wir heute gemacht haben. Und wie gesagt, war ja nicht geplant. Wir haben ja eigentlich nach Schlangen gesucht, deswegen umso spektakulärer das Ganze. Okay, also jetzt setzen wir nach diversen Foto- und Filmaufnahmen das Tier einfach wieder zurück in die Röhre. Dazu wieder in meine Spezialkonstruktion Flasche erstmal. So. Zack. Und jetzt Kopflampe an. Und wieder zurück. Und jetzt setzen wir das Tier wieder zurück. Ich versuche das jetzt mal so rum. Idealerweise müsste die jetzt vorne zum Flaschenhals rauskommen und dann direkt in die Röhre reingehen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Jawohl. Und da geht sie wieder rein. Wunderbar. Okay. So, der Fuß geht auch noch mit. Prima. Okay, also das tut mir jetzt leid, dass wir das Gespinst ein bisschen zerstören mussten, aber das Tier wird in der Lage sein, das hier genauso wieder zu verschließen, wie es vorher war. Und dann passt es schon. Ich zeige euch jetzt hier mal noch mal ein bisschen aus der Entfernung, wie das aussieht. Also hier echt eine riesen Bambusstaude. Nach oben hier, keine Ahnung, über 10 Meter auf jeden Fall geht es da weiter nach oben. Und ein kleines Stück hier weiter drüben sitzt tatsächlich, habe ich eben entdeckt, noch mal ein weiteres Tier. Und zwar, weiß nicht, ob man das sehen kann, da oben. Also hier, ich gehe mal mit der Pinzette dran, hier oben auf einer Höhe von circa, was soll das sein, ja 4 Meter ungefähr. 4 Meter sitzt genau wie die andere, auch am Eingang von so einer Spalte, ein weiteres Exemplar. Und manchmal ist es dann doch so, dass man am Tag mehr sieht als in der Nacht. Wir haben jetzt hier den Bereich nochmal abgesucht und haben tatsächlich in dieser Staude und auch in benachbarten Bambusstauden noch mal weitere Tiere nachweisen können. Unter anderem hier direkt in dem Bereich ein juveniles Tier. Ihr seht auch die Beine, das Tier ist leicht draußen. Jawohl, den kann man ganz gut erkennen. Das müsste also ein juveniles Exemplar sein. Und wenn ich jetzt mal hier in den Bereich rüber gehe, haben wir hier nochmal verschiedene Spalten mit Spiderlingen entdeckt. Unter anderem beispielsweise hier. Und auch hier oben sitzt ein Tier drin. Und dann eben die 2 adulten Tiere. Das eine, was ich gerade gezeigt habe, und dann das andere große Tier, was wir gestern gesehen haben, sitzt da oben in dieser Spalte. So, die Zusammenfassung. Wir haben jetzt hier am Tag in den umliegenden Bambusstauden nochmal weitere Tiere nachweisen können. In den Bäumen außenrum haben wir keine Tiere gefunden. Das heißt, wir gehen tatsächlich davon aus, dass die Art hier in den Bambusstauden vorkommt. Was es für eine Art ist, wie gesagt, sind wir uns nicht sicher. Ich gehe schwer davon aus, dass es eine Omotymus-Art ist. Ob bestimmt oder noch unbekannt im Hobby, in der Terroristik oder auch in der Forschung grundsätzlich, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich werde das Material ein paar Kollegen zeigen, vielleicht wissen die mehr dazu. Ansonsten schreibt ihr auch gerne nachher was in die Kommentare rein. Wie ist eure Meinung? Ist es eine neue Art? Ist es eine schon bekannte Art? Würde mich natürlich auch interessieren. Und jetzt zum Abschluss zeigen wir euch hier nochmal ein paar kurze Habitataufnahmen und dann soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.